Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Bike-Vorstellung, die SWT-Nummer. Nummer, was hat sie denn? Da merkt man keine Nummern. 39, 37? 37 oder 39, ja, sowas. Okay, ich hab's irgendwo hingeschrieben. Echt, wo hast du es hingeschrieben? Oh, kannst du was lesen irgendwo? Verarsch mich jetzt nicht. Ja, ich hab's Mit Edding oder was? Ja, hab ich da noch hingeschrieben, weil ich sonst nicht lesen kann. Ey, halt echt, da steht was. Ja. Boah. Also ich würde sagen, das heißt, ich weiß es nicht. Hast du Brillen da? Aha. So, gib mal dein Handy, du hast eine Taschenlampe dran. Scheiße. Was steht denn das? Ja. Ups. Siehst du, da kann man da auch nicht. Wir haben hier die SWT-Nummer 39. 39. Super. Top vorbereitet. Haben wir normal nicht. Das suchen Kanadier mit Neimer. Ja, das ist toll. Das hat jetzt schon ganz schön lange gedauert, bis das Motorrad zum Motorrad geworden ist. Aber da kannst du ja nichts dazu. Ne? Wie viele Hände hat das jetzt gewechselt? 2, 3? Ja, 2, aber die ist ja schon ewig bei dir rumklingt, der Rahmen, ja. Und ein paar Teile. Und durch Zufall haben wir dann, hast du zu mir gesagt, ich habe die angerufen, weil ich eine Gabel habe. Sag ich, wie schaut es aus, so ein Motorrad bauen? Hast du gesagt, ja, kein Problem. Sag ich, bin von Garmisch. Sagst du, ja, da wäre ein Rahmen auch noch da, von den bestimmten her. Ja. Und dann bin ich bei denen vorbeigefahren und habe das ganze Paket da übernommen. Und dann ist es losgegangen. Ja, das war ein Projekt, das war ewig gelegen. Das gibt es immer mal, dass die Kunden einfach gar keine Zeit haben für ein Motorrad. Die haben einfach so viel in ihrem normalen Leben zu tun und mit ihrem Beruf, dass es angefangen wird, das Projekt. Das liegt, ich schätze mal, dass der Rahmen 5 Jahre bei mir gelegen war mit den ganzen Teilen. Und dann habe ich den Flor am Apparat gehabt und dann ist das Vermitteln doch besser, als wenn man noch mal was Neues anfängt. Ne? Ja, und den Zusammenbau hast du ja eigentlich, wir haben irgendwann einmal das Rolling Chassis zusammengesteckt. Ja, Heckrahmen ist von dir. Heckrahmen ist von mir, ja. Und hast den Zusammenbau mehr oder weniger selber gemacht. Alles, ja. Können wir mal die Komponenten einzeln durchsprechen? Was haben wir dran? Eine White Power Gabel mit einem Excel-Vorderrad in Gold und das sieht ja echt mega aus. Also die Idee war gut mit dem Gold. Zuerst waren wir auf Schwarz, aber dann ist mir doch Gold besser gefallen. Mit der großen 320er Bremsscheibe, Braking. Motor, wie viel Kubik hat der? 1000. 1000 Kubik. Das ist dann eine Krümmeranlage, BSM Von dir? mit Y-Rohr und der Auspuff. Von welchem Motorrad hast du den runtergeklaut? Der ist von 800, BMW 800F Motorrad. Hast du da viel basteln müssen, dass der drauf gepasst hat? Ich habe mir selber da den Adapter gebaut und dann hat das eigentlich schon fast alles passt. Nachher den Fahrbetrieb hört man, der hört sich echt gut an. Vor allem er ist nicht zu laut. Und das ist ja schön. Ich meine, wir sind irgendwo jetzt mal an so einer Zeit angelangt, wo man einfach aufpassen muss, ne? Mit welcher Lautstärke man auf der Straße fährt. Gerade du kommst von wo? Garmisch. Ich meine Garmisch, Tourismus. Österreich seit weiter. Ja, ein Haufen Idioten, die da rumlaufen, Entschuldigung. Handenjoch. Und da musst du schon ein wenig aufpassen. Ja. Also Motor 1000 Kubik. Ich muss ein wenig so anlehnen. Den Luftfüller, den Wüstenluftfüller, hier zum Überbrücken. Ne? Zum Überbrücken, zum Laden. Du kannst alles machen mit der Steckdose. Vergaser sind die großen. Ja. Hinten Schwingeumbau auf 18 Zoll. Das passende Hinterrad zum Vorderrad. Das ist geil mit dem Gold. Ne? Das ist wirklich geil. Was du schon Trecker gemacht hast. Ja, das ist staubig. Fahr doch nicht so drüber, dass wenn die Mädels sehen, dass wir so schnell was geputzt kriegen, müssen wir das daheim auch machen. Ne? Da haben wir die gegossenen Fußrasten von uns, die Mousse. Wir haben einfach mit dem Florian nicht so einen Riesen, deswegen ist das alles ein wenig anders da. Das ist nichts tiefer gesetzt, das ist gerade rausgeführt. Und wir müssen, denke ich, das Fahrwerk noch mal ran, ne? Von der Höhe her. Für mich ist es ideal, aber das ist ja Customizing. Ne? Wir bauen die Motorräder nicht wie wir wollen, sondern so, dass sie dann später für den Kunden passen. Ne? Ja, den Heckrahmen, das hast du alles selber gemacht. Was haben wir da für Plastikteile und was ist das da? Plastikheck ist von der KTM LC4. Seitendeckel Marke Eigenbau. Ist das GFK? Alu. Alu? Ja, Hast du das geklopft? das habe ich geklopft. Ja. Alter Schwede. Nimmst du auch Aufträge an? Kommt auch die Bezahlung drauf an.
Kommt drauf an, ich kann viel zahlen bei einem harten Auftrag. Mir wird schon was einfallen. Ja, Blinker hinten ist Kellermann oder was ist das? von Luis, schlag mich tot. Ist auf jeden Fall ewig klein, sieht richtig geil aus. Billigware. Ja gut, ich meine, bei uns kommt es aufs Blinken nicht drauf an, aber schön klein sind sie. Ne? Ja. Das ist das LED-Windschild von uns da oben Ja. mit der Luftkante. Haben wir auch im Shop. Am Anfang hatten wir da ein wenig Schwierigkeiten. Du hast deinen Halter noch selber gebaut. Ne? Nein, Oder haben wir den damals geschweißt? der ist von dir, die haben ihn umgebaut. Okay. Den versteckt hast du noch. Ja. Nein, versteckt haben wir ihn selber, da hast man die Teile mitgegeben, sowas. Genau, den haben wir jetzt schon fertig im Programm. Also der ist jetzt mittlerweile dreimal geändert. Aber das ist halt so. Ne? Also, je mehr man davon verkauft, umso mehr muss man anpassen, dass es passt. Ja. Tacho Acewell vom Franco. Das ist doch bei dir um die Ecke, ne? Wangen? Oder nee, Wangen hast du noch ein ganzes Stück, ne? Ja, Für mich ist das alles Süden. gute 1,5 Stunden. Noch. Ja, das ist fast wie der, das Ja, fast, sind fast Italiener. Der ACE 254 und Schloss ist irgendein Japaner, so wie es aussieht. Ja, Hydraulische Kupplung hat er dran. Ja, die geht echt smooth, ne? die ist cool, ja. Da kann man sich dran gewöhnen. Finde ich jetzt für jemanden, der hier rumfährt, überhaupt kein Problem. Für den Fernreisenden bin ich immer noch nicht sicher, da bin ich noch für Seilzug. Weil ein Seilzug wechsle ich schnell. Ne? Das ist Da, wenn klar. der Leitung kaputt ist oder der Nehmer kaputt ist oder Geber, ne? Dann ist einfach ein Problem. Weil wo findest du einen Fehler? Ja, Ich weiß, die gehen, also da draußen, die gehen gar nicht kaputt. Also ich habe noch keinen Schaden gehabt bis jetzt. Selbst an meiner Sport nicht. Aber wenn ich einen hätte, ich habe keinen Dichtungssatz dabei, ich kriege so eine Kupplungspumpe nicht überall, es ist schon schwierig. Da ist dann, wenn jemand eine Fernreise macht, einen Zug und den anderen Zug irgendwo unter dem Motorrad verlegt, fertig. Haben wir noch was Besonderes an dem Motorrad? Kannst du die Ankick? ich habe es noch gar nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich wollte ein Getriebe mit Kickstarter, weil der Motor ist ja aus der Mystik raus. Ja, ja. Da war ein Getriebe ohne Kickstarter und dann wieder mit Connection und Tausch habe ich ein Getriebe auftrieben mit Kickstarter von der GS. Und ich finde, der Geländemaschine geht einfach ein Kickstarter hier. Können wir ja nachher mal probieren. Und da, das sind die Aufnahmen für den großen Tank. Da schauen wir halt, wäre immer gut, wenn die Kunden bei uns, wenn sie einen Auftrag geben, sich das schon mal überlegt haben, weil man einfach später kein Problem hat. Und man muss auch sich immer im Klaren sein, man hat nicht jedes Motorrad ein Leben lang. Ne? Manche haben so ein Ding halt 2-3 Jahre. Und wenn sie es dann verkaufen, vielleicht will der nächste Besitzer die haben. Ne? Ich habe jetzt erst einen Kunden gehabt, der sich ein wenig gestört hat, weil der ist da mit ein anderes Motorrad hinten reingefahren. Da hat sich verbogen. Der fühlt sich bestimmt jetzt angesprochen. Jo, geile Sache. Wir machen noch einen Soundcheck. Aber da könnte man gleich mal versuchen zu kicken. Ne? Was hast du für Zündung drin? Original, ne? Original, ja. Noch original, schauen wir mal. Ich drehe es ja mal um, dann machen wir einen Soundcheck. Ich kann da unten nicht kicken. Das geht nicht. Stehe ich dir jetzt im Weg? Nee, eigentlich nicht. Ich brauche bloß einen, der zieht. Das ist so schwer, oder? Ja, schon ein bisschen da am Berg. Ne? Weißt du, bei uns sind das die Berge. Das Schlimmste ist eigentlich, dass der Birkenstock so glatt ist. Ja, Hast du ja gar gemerkt, oder? das ist der andere. In der Regel haben die Wikinger rote Bärte. Nein. Motorrad starten mit Kickstarter. Bin ich schon ein paar Mal verarscht worden. Ich schaue erst mal, dass kein Gang drin ist. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig. Also fester Stand. Den Gang rausmacht, sieht man das da? Ja. Läuft da bei dir was? Nein, Okay, dann müssen wir da mal suchen. das ist Firlefanz. Bin wahrscheinlich bis mit dem 4. Gang darauf gefahren. Ne? Ja, ja. Von der Leistung her. So, Gang ist Hausen. Jetzt mache ich die Zündung aus. Das ist so die Streitfrage. Und mache einmal. Den Kickstarter musst du ein bisschen modifizieren. Der geht unten am Rahmen an. Zweimal. Siehst du? Okay, zweimal, dass wir Füllung haben. Und dann ist halt das, was man ein wenig wissen muss. Also ich denke, ich gebe ein wenig Gas. Manche Motorräder wollen das gar nicht. Dann ober den Totpunktzug und dann soll der nochmal was angehen. Ja, geht ein wenig an. Die zündet gar nicht.
mit dem Füllen ist wichtig, ne? So, jetzt sitze ich mit dem auf. Wieso? Wieso ziehst du jetzt einen Helm auf? Weil ich habe ja mit so neuen Klamotten, wenn ich die jetzt anziehe, dann sieht es ohne Helm komisch aus, oder? Macht schon was her, ne? Und weil am Helm die Kamera ist. Ich habe jetzt leider nicht gefilmt. Hast du nicht gefilmt? Nee, ich muss jetzt nochmal machen. Du kriegst überhaupt keinen Druck, ne? Guck mal, was ich da bevor ich machen muss. Wir gehen nochmal raus auf die Wiese da vorne. Das Du ist, musst glaube ich, ihn schön. nochmal fragen, warum er das Moped gebaut hat. was Oh er ja, damit vorhat. genau. Jetzt hast du ja gesehen, was mit dem Motorrad geht, trotz des Straßenkomfortreifens. Ne? Ja. Glaubt man gar nicht. Ne? Ich meine, ich habe jetzt lang gespielt, weil es ist nicht mein Motorrad. Ich habe ein bisschen einen Weg gebraucht, wo ich sehe, wo ich hinaufkomme. Und außerdem fährt da irgendwie keiner mehr auf. Die Jugend lässt nach. Für was hast du das Motorrad gebaut? Ja, ich habe zuerst einmal, bin ja früher nur im Gelände unterwegs gewesen, Trail, Enduro. Dann hat man sich immer überlegt, ob man nicht doch ein bisschen was Tourentaugliches braucht. Dann habe ich zuerst eine Suzuki DR Big 800, auch ein bisschen modifiziert. Ja, war dann nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, ist mehr Traktor und einfach ja, zu behäbig gewesen. Dann habe ich einen KTM 59 Adventure. Muss ich sagen, war ein geiles Motorrad, Leistung genügend, aber Verkleidung, Plastik. Wenn du da mal Reparatur hast zum Vergeiser oder so, da baust du zuerst mal eine halbe Stunde Plastik weg und ja, war einfach ein bisschen zu verbaut. Da kann sein, dass dir die Vergaser entgegenkommen, ohne dass du es willst. Und dann haben wir gedacht, ja, also meine Freunde haben auch alte 1000er, 2 Ventiler. Ist ein nettes Motorradl, bloß serienmäßig gefallen sie mir nicht. Und dann haben wir den gekauft und baust halt ein bisschen um, dass sie hübsch wird. Dann habe ich mich in die Materie ein bisschen rein vertieft und dann bin ich schnell eigentlich draufgekommen, ein bisschen umbauen geht nicht. Baust du vorne eine Gabel rein, dann hängt hinten der Arsch, magst du hinten was, geht es mit dem Kardan nicht. Ja, und dann hat man sich ein bisschen informiert im Internet. Dann bei BMW Days in Garmisch war ich mit meiner alten R45, die umbaute, draußen. Ja. Und dann ist einer zu mir gekommen und sagt, ach, geiles Motorrad, wenn du mal was brauchst, da habe ich eine gute Adresse. Dann hat er mir damals schon von dir so Karten gegeben. War das erste Mal so. Und dann, wie gesagt, dann habe ich in Garmisch von eine Gabel gekauft mit den Aufnahmen. Und dann sind wir telefonisch zusammengekommen. Und dann ist das Projekt langsam gewachsen. Dann haben wir mal telefoniert, wie das ist, was man braucht. Und dann habe ich einen Satz, habe ich gesagt, wie schaut es aus, wenn ich eine Rolle Chassis bei dir machen lasse und den Rest selber baue. Dann hast du gesagt, das sind mir fast die Liebsten, weil ich sowieso so viel Arbeit habe. Und dann ist das langsam so. Ja, und mit dem Florian konnten wir auch arbeiten, das war überhaupt kein Problem. Wir hatten ihn erreicht, er hat kommuniziert und das ist immer ganz wichtig, dass man auch eine Rückmeldung kriegt, ob das Zeug passt, ob er zufrieden ist. Das ist cool, wenn man jemanden hat, der so ein wenig in die Materie reindenkt, ne? Und nicht nur Endkunde ist. Ne? Ja. Danke ich dir, dass du mit mir so toll zusammengearbeitet hast, War eine geile Zusammenarbeit. dass das so schön funktioniert hat, dass du so ein geiles Motorrad gebaut hast. Also ich finde sie unheimlich schick, die wird einen Haufen Klicks kriegen. Angebote kannst du weiterleiten. Wenn euch das Video gefallen hat,
Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Wir brauchen nur Abonnenten, das ist immer ganz wichtig. Da gibt es ja hier 72.000. Die machen fast so gute Videos wie wir. Sollten wir auch erreichen. Euer Manuel Schad von SOD Sports. Was hat gefrühstückt? Gar nichts. Ne, sag das mal lauter. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Was würdest du gern frühstücken? Ich habe keinen Hunger. Ne, wenn du jetzt was aussucht hast? Ich habe überhaupt keinen Hunger, gar nicht. Ich hätte jetzt noch ein Bier getrunken, weil ich einen trockenen Hals habe. Was für Bier hättest du getrunken? Eine alkoholfreies Hefe. Alkohol von wem? Falkenstein, das schmeckt echt gut. muss ich Okay. sagen. Ja, läuft. Wirklich. Das ist jetzt dann Behind the Scenes, gell? Ja. Wie viel Kubik waren da jetzt drin? Weiß ich nicht, aber es war unangenehm. Die hat schon ganz schön geschaufelt, aber keine Traktion hat es jetzt nicht zusammengebracht. Du musst halt sehen, ob du damit jetzt Reise fahren willst, ne? Ja. Oder ob du damit jetzt Rennen oder sowas machst. Ne? Mal ein bisschen ja raufkommen. Ne? Mhm. Aber jetzt da groß Blödsinn machen. Ich müsste mal aufs Klo. Ja. Was ist denn das Ace-Café eigentlich? Machen die auch Kaffee? Ich habe jetzt einen neuen Espresso. Echt? Hab ich gesehen. Gorillas Kaffee heißt der. Ich habe das in deiner Story gesehen, glaube ich. Nee, das habe ich nicht Da gepostet. habe ich genau eine Espresso-Maschine gesehen. Irgendwas ist Nee. Ich habe die sauber gemacht. Ja. Also holst du ums Kack. Ja, ich muss doch filmen, du holst der. Taxi! Was läuft da? Schauen wir, vielleicht wenn das mitgesponnen. Das sieht jetzt gut aus.